Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Samstag, Auswahlorakel. Ihr habt hier den roten und den silbernen Buddha zur Verfügung. Ich halte das mal näher an die Kamera, weil viele sagen, der wäre grün. Nein, er ist rot, aber man erkennt es vielleicht nicht so richtig. Jetzt habe ich hier auch noch ein Kartenchaos. Das möchte ich natürlich nicht. Deshalb noch einmal. Und wir gucken, welche Nachricht ich heute erreichen möchte. Was du dir aussuchst, was mit dir sprechen will. Was ein Impuls für dich sein kann. Ich glaube, heute wird es ein bisschen tiefgründiger bei den Karten, die ich ausgewählt habe. Aber das darf ja auch so sein, ne? Leichte Unterhaltung haben wir alle im Fernsehen. Deshalb darf es hier jetzt heute auch mal drum gehen, etwas rauszusuchen, was einen ein bisschen nachdenken lässt über das Leben und über das, was wirklich wichtig ist. So. Dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wenn ich noch irgendetwas klären muss, dann tue ich es mit den Lennys. Und dann dürft ihr wählen. Und ich entscheide mich heute für den roten Buddha. Und wir gucken. Ja, hier haben wir mit dem Schmetterling eine Transformation, die ansteht. Ihr seht hier eine Muschel, die geht auf und dann seht ihr die Perle. Und in der Karte geht es darum, dass man gewaltige Veränderungen durchläuft. Und es mag sein, dass man in der Mitte oder am Anfang so eines Prozesses ist oder vielleicht auch schon am Ende. Jedenfalls geht es darum, dass man alte Strukturen oder einengende Muster oder Ansichten wegnehmen kann, dass man etwas Neuem Raum geben kann und dass man an nichts festhält und somit total erfrischt die Welt wahrnehmen kann. Möglicherweise ist es momentan noch so, dass es so ein bisschen trübe ist und man noch nicht alles erkennt, sprich, dass so eine Art Klärungsprozess noch stattfindet, der eben kurz vor einer Erneuerung stattfindet. Hier geht es darum, dass einem bewusst wird, dass die Vergangenheit hinter einem liegt, dass sich alles wandelt jederzeit und du kannst jetzt auch einen neuen Zyklus anfangen oder auch ein neues Projekt und wenn du ganz achtsam bist, kann sich Wunder auf Wunder ereignen, ne? Also man beginnt etwas und es trägt einfach gute Früchte mit automatisch. Hier geht es um Wahrheit und Integrität und auch um Freundschaften. Hier darfst du dir überlegen, wo kann ich mich nackig zeigen, sprichwörtlich, oder wo muss ich mich noch verdecken, wer kann noch an meinen Fäden ziehen, wie so eine Marionette und wer nicht. Es kommen hier Freundschaften, vielleicht auch bestimmte Menschen mit auf den Weg, die es dir erlauben, mit ein bisschen mehr Romantik in deinem Leben zu rechnen. Und es sind auch genau die Menschen, die dich so nehmen, wie du eigentlich bist. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache. Vielleicht kannst du auch immer mehr und mehr zu dir stehen und ziehst deshalb auch wieder Menschen an, die das interessiert.
Wir haben hier aus den Maria Magdalena Karten das Thema Dankbarkeit. Und hier geht es einfach darum, indem wir uns dankbar zeigen, erkennen wir einfach an, was ist. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Und das erlaubt uns auch noch mehr von dem zu bekommen, wofür wir bereits dankbar sind. Dankbarkeit ist nach Liebe die stärkste Kraft im Universum. Und mit Liebe und Dankbarkeit können wir unser goldenes Leben auf der Erde führen und die Segnungen der Schöpfung erleben und auch spüren. Man kann sich hier mal fragen, jeden Tag, wofür man eigentlich dankbar ist. Auch sich selbst erlauben, Dankbarkeit zu fühlen und auszudrücken. Das könntest du hier vielleicht mal bei einer bestimmten Person oder bei einem Freund von dir. Das ist auch mal direkt zu artikulieren, wie froh man ist an etwas, was die andere Person hat oder mitbringt. Und du kannst jetzt sozusagen so eine Art Dankbarkeitstagebuch schreiben, ne? Damit das, was du hast und was du visualisierst, sich einfach vermehren kann und die positive Kraft in dir sich bestätigt. Hier haben wir zwei Dinge noch, also verhalte dich edel und nobel. Und wir haben liebe deinen Körper. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, dann doppelt sich das ein bisschen. Hier geht es darum, zu sich zu stehen, das Gefäß zu achten, auch mit sich selbst gut umzugehen, sich nicht zu verurteilen, den Körper nicht schimpfen und so weiter. Und auch das gehört dazu, dankbar zu sein. Ne? Je dankbarer du bist, denn der Körper trägt uns, ohne ihn könnten wir die ganzen Erfahrungen nicht machen. Vielleicht kommt auch hier so etwas wie eine körperliche Transformation, wo du irgendwo rausschlüpfen kannst bei etwas, was dich sehr einengt. Also, I want to be a queen. Hier geht es darum, dir selber das Schwert niederzulegen, dich friedlich zu stimmen, einen Test, der bestanden ist, ne? Etwas, was du für dich bestanden hast und womit du in Frieden gehen kannst. Das mag hier etwas Körperliches sein oder ja, für etwas, wo du auch gelernt hast, dass du mega dankbar sein kannst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir selber den Kampf nicht erklärst, sondern dass du mit dir selber und deinen Umständen im Frieden bist. Sehr passend. Man findet ja immer was man an sich selber zu bemeckern hat. Ich finde es auch extrem schwierig, aber ich bin da an sich auch nicht gut darin. So, dann haben wir hier für euch die Pilze. Es geht um das Thema Wachstum. Ja, und hier sagt die Karte, dass etwas, was unter der Oberfläche gereift ist, jetzt zum Tragen kommt. Dass du dir selbst deiner Ziele und Träume klar wirst und sie dadurch auch befreist. Und es geht darum, dass relativ schnelles Wachstum bevorsteht, dass etwas Wirklichkeit werden kann. Hier mag auch sein, dass du in der nächsten Zeit jemand begegnest, den du so als Mentor mitnehmen kannst, der dir irgendetwas aufzeigt. Ja. Und der Pilz sagt auch, dass sich viele Dinge eben unter der Oberfläche des Lebens ereignen, auch wenn du sie noch nicht wahrnehmen kannst. Und etwas, was du für gewöhnlich hieltest, ist tatsächlich bemerkenswert. Es geht jetzt darum, dass man in einer Phase ist, wo rasantes, spirituelles und materielles Wachstum kommen kann. Also mach dich bereit, denn es kann wild werden. Und hier kriegst du gleich eine Portion Gleichgewicht mit bei dem, was hier kommt.
Das wird dich belohnen, wird dir eine andere Ebene geben. Kommunikation wird wichtig sein. Vielleicht bringt dir auch Kommunikation Wachstum, also spreche irgendwas an oder aus. Und ja, das ist so, ne? Wachstum und Geben. In was hast du investiert? Wo hast du vielleicht auch manches Mal das Gleichgewicht ein bisschen verloren? Und hier wird gesagt, dass Geben vom Herzen kommt. Dass man zum Beispiel Liebe geben und empfangen kann und Geben sowohl als Gabe und auch Begabung beinhaltet. Und wenn wir mit der Welt das teilen, was wir an Begabung und Talent in uns tragen, kommt so eine Art Erfüllung und wir erfüllen die Welt mit dem, was ganz allein aus uns sprudelt. Hier habe ich das Gefühl, du kriegst etwas zurück, was du investiert hast von dir und deinen Gaben. Ja, du darfst dich mal im Spiegel angucken, segnen und ehren, was an Gutem in dir wohnt, dass es sich auch offenbaren kann. Und vielleicht magst du dir auch mal deine göttlichen Gaben oder Talente genau angucken. Dich fragen, was dir Spaß macht, was du schon immer gern mal tun wolltest oder getan hast. Und wenn du das tust, was dir wirklich Freude macht, beschenkst du dich und andere von automatisch. Also da brauchst du keine Energie reingeben, das passiert automatisch. Indem du fragst, was deine Gaben sind, fragst du zugleich auch, was kann ich geben? Was willst du mit der Welt teilen? Denk auch immer dran, was man erntet, was man sät, das erntet man. Also schon ein Ausgleich auch für dich zu sehen. Ja, gib von Herzen, es kommt tausendfach zu dir zurück. Die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Hier darfst du ein bisschen Lebenserfahrung verarbeiten, die dich vielleicht auch aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und da, wo du zu kritisch warst, wo du das Schwert erhoben hast über die anderen, da darfst du dich ein bisschen mäßigen, also deine Kritik mäßigen. Und dann haben wir hier für dich noch, nutze deine Zeit gut. Mache jeden Moment zu einem Moment, der auch zählt. Ne? Baue nicht so in die Zukunft, gucke auf das Jetzt. Geh nicht so hart mit dir und den anderen um. Und hier wird irgendeine Erfahrung von dir, die dich aus dem Gleichgewicht gebracht hat oder in die du sehr viel investiert hast, dir Wachstum bringen auf allen Ebenen. Ne? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich drücke euch bis bald.